mir zu Hause. Heute wird mal nicht genäht, sondern heute wird wieder gelabert. Ich möchte euch nämlich auf den neuesten Stand bringen, was ich so für Projekte noch die nächste Zeit vorhabe, was auf meiner Liste steht, über welche Projekte ich besonders nachgrübel und was ich sonst noch so vorhabe. Und ich habe mir, wie sich das gehört, eine Liste gemacht und da fange ich jetzt einfach mal an vorzulesen und werde noch zu einigen was sagen. Also, was ich noch auf meiner To-Do-Liste stehen habe und was alles Wünsche von euch sind. Das ist noch so ein flaches Badutensilo, was man so an die Wand hängen kann oder aber an die Garderobe. Man kann auch an die Tür so eine Garderobe dran machen und da könnte man das so dranhängen mit 2, 3 Fächern, was halt so flach ist. Oder ein Reißverschlusspanel, was man nachträglich oder zusätzlich an jede Tasche anbringen kann. Quasi so ein Universal-Reißverschluss-Einsatz. Sowas habe ich auch noch vor. Dann habe ich hier noch drauf stehen eine Jägertasche mit Deckel, verschiedenen Taschen, Inneneinschüben, also so eine Art Messenger-Bag wäre sie, wenn sie eckig ist, und als Jägertasche wird die damit bezeichnet, wenn die unten rund ist. Es ist aber so, ich habe ja immer noch kein Schnittmusterprogramm, womit ich Schnittmuster erstellen kann, die ihr euch dann zu Hause ausdrucken könnt, sondern ich mache ja bisher meine Schnittmuster immer so, dass ich einfach nur Rechtecke oder Vierecke und die Maße angebe und ihr damit dann nähen könnt. Wenn dann kompliziertere Formen oder Rundungen oder wie auch immer, da muss ich mich in ein Schnittmusterprogramm erst einarbeiten, und das macht mein Mann nämlich gerade. Der versucht sich da einzuarbeiten und kann mir das dann zeigen, sodass ich euch dann auch andere Schnittmuster noch anbieten kann, weil ich möchte auch gerne E-Books würde ich gerne noch erstellen, also wo richtig eine Anleitung ist, noch mit Fotos und so. Ja, aber das wird noch alles ein bisschen dauern. Es ist nämlich alles nicht ganz so einfach. Okay, weiter in der Liste. Dann ein Taschenorganizer möchte ich gerne noch nähen und einen großen Geldbeutel. Danach haben auch schon ganz viele gefragt. Aber bei dem großen Geldbeutel ist es halt auch wieder, da sind oftmals Formen dabei, die ja halt auch nicht viereckig oder rechteckig sind, sondern halbrund, halboval oder wie auch immer. Und das ist dann schwierig. Das muss, wenn ich es euch bisher gebe, halt auf einem DIN A4-Blatt, was ich einscannen kann, was ihr dann 1:1 ausdrucken könnt. Und was ich bei den es gibt große Portemonnaies, die klappen sich aber komplett so auf und dann immer wieder und gehen ganz auf. Und dann gibt es welche, die bleiben dann so, weil die hier noch so Seitenwände haben. Das finde ich eigentlich schöner. Aber mit den Seitenwänden hatte ich ja schon so meine Probleme bei dem Fächermäppchen. Das ist auch so eine Nemesis von mir, also das Schrägband und auch diese Seitenfächer. Also diese Seitenwand an den Fächern dran. Mal schauen, wie ich das umsetze. Ein Brustbeutel oder eine Rollatortasche, eine Kinderwagentasche, eine Bügelunterlage, die man dann zum Beispiel zusammenklappen kann, wo man aber gleichzeitig auch noch zum Beispiel seine Scheren und ein kleines Bügeleisen mit reinmachen kann. Das ist so eine Nähbox, Taschenbügelunterlage. Also das habe ich noch hier auf der Liste stehen. Aber so wirklich für mich eine umsetzbare Lösung habe ich da noch nicht gefunden. Dann noch eine Tasche, in die Flaschen reinpassen. 4 Flaschen zum Beispiel, dass sie dann nicht so aneinander klackern. Da gibt es auch schon ein Video zu, das habe ich mir auch schon angeguckt. Nur finde ich, so wie das in dem Video umgesetzt worden ist, das gefällt mir noch nicht. Also da bin ich noch am Feilen, habe auch schon 1, 2 Ideen. Aber ja, es ist noch in der Ideenphase quasi. Ein Tischläufer, sowas würde ich dann gerne aus Stoffresten machen. Das ist auch mal eine schöne Sache, dass man ein paar Stoffreste verarbeiten kann. Ja, dann ein Leckerli-Beutel oder so ein Kulturbeutel, eine Kulturrolle, die dann mit so einem Kordel einfach nur zugebunden wird. Und dann noch eine Bügeltasche, also eine Tasche,
wenn die zugemacht wird und da ist so ein Bügel drinne. Die kann man dann quasi wie so eine Arzttasche so aufmachen. Jetzt habe ich schon nach diesen Bügeln geguckt und egal wo ich es eingebe, ob ich das auf Amazon eingebe oder wenn ich so im Internet suche, ich finde immer nur diese kleinen Bügel, die sind ungefähr so groß, so, wo man dann quasi so ein kleines Portemonnaie, was oben mit so zwei Kügelchen zugemacht wird, das finde ich nur. Das heißt, unterschiedliche Größen und auch Formen, weil man könnte ja jetzt so eine eckige Form nehmen oder eine runde Form. Sowas habe ich einfach nicht gefunden. Also wenn jemand von euch weiß, wo ich solche Bügel finde, wo ich die bestellen kann, dann schreibt mir das unten in die Kommentare rein, weil das würde ich wirklich gerne nähen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen zu. Mir fehlen halt nur die Bügel. Also ja. Eine Männerkosmetiktasche habe ich auch noch auf meiner Liste stehen, die noch ein Seitenfach, ein extra Seitenfach mit dran hat, was auch, also oben ein Reißverschluss und an der Seite ein Reißverschluss dran, wo man nochmal extra Sachen reinmachen kann. Dann noch so eine halbrunde Tasche, also die ist unten gerade und dann geht die hier so rund und ist dann auch, hat dann auch eine gewisse Tiefe. Da habe ich auch schon ein paar Ideen zu, also die ist auch schon im Kopf ein bisschen gereift. Manche Sachen sind halt einfacher für mich umzusetzen und da habe ich auch schneller eine Idee als andere Sachen. Und das geht euch mit Sicherheit genauso. Manche Sachen näht man einfach viel lieber als andere Sachen. Also da geht man mit viel mehr Elan an die Maschine ran als... Ja, ich weiß immer noch, wie ich angefangen habe zu nähen, dann habe ich von meinem Bekanntenkreis oft die Anfrage bekommen, oh, das ist ja super, da kannst du mir ja mal meine Hosen umnähen. Hosen umnähen, also das ist wirklich, was ich überhaupt nicht gerne mache oder sowas. Ja. Und dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, wie ich sie anders nennen soll, ich habe sie mir aufgeschrieben als besondere Tasche. Und zwar soll das eine große Crossbody-Bag geben, in der dann in der Mitte noch eine Tasche innen drinne hängt, die so mit Karabinern oder so festgemacht wird. Und dann kann man die Innentasche noch rausholen, könnte die so zusammenschlagen und kann die zum Beispiel als Klatsch nehmen oder aber als Einkaufstasche noch. Und ansonsten, wenn man sie reinhängt, hat man halt noch eine separate Tasche in der Tasche. Und die ist im Kopf schon fast fertig. Also das war auch so ein Projekt, wo ich gedacht habe, hui, das ist eine Kopfnuss, aber die ist schon fast fertig. Dann habe ich dieses Wochenende gedreht und zwar die Bauchtasche. Also da könnt ihr euch kommenden Freitag drauf freuen. Die ist umgesetzt, die kleine Bauchtasche. Und dann hatte ich, das war jetzt erst vor kurzem, aber da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Da hat mir doch auch ein Mann geschrieben, dass ich so toll nähe und dass er das schön findet. Und dass ich aber halt viel nur für Frauen nähe und so eine Männerhandtasche. Und da habe ich mir gedacht, da hat er wohl recht. Und die ist auch schon ausgedacht. Da habe ich mir die Daten und das ganze Schnittmuster auch schon notiert. Also das wird es auch die nächste Zeit geben. Also das ist schon in der Endphase drin. Und also das waren jetzt so die ganzen Sachen, die ich von euch aufgeschrieben habe. Wobei es gibt ja manche, wie zum Beispiel das große Portemonnaie, haben sich viele von euch gewünscht. Und dann gibt es Sachen, die sich nur vereinzelt gewünscht haben. Aber ich finde, es sind viele interessante Sachen dabei, die auch viel Zeit kosten teilweise. Und ich gehe auch noch arbeiten und habe Hobbys und habe Freunde und meine Familie. Ja, also muss ja auch immer noch die Zeit bleiben. Und was ich noch so auf meiner Liste stehen habe, ist zum Beispiel so ein Babyset. Also wo dann die Feuchttücher reinkommen oder wo die Windeln reinkommen, wie so eine kleine Windeltasche, was man vielleicht noch als Wickelunterlage nehmen könnte oder aber nicht, sondern wo der Schnuller noch mit reinkommt oder das Babyfläschchen. Also irgendwie sowas in der Art, so ein Babyset nenne ich es jetzt einfach mal. Dann natürlich noch ein großer Rucksack für den Laptop. Und auch so eine, nicht nur ein Rucksack für den Laptop, sondern so eine richtige Messenger-Bag. Also sowas finde ich ja auch wirklich toll. Ich hatte ja schon mal die Bucket Bag genäht, aber die hätte ich ganz gerne noch mal in einem kleineren Format, wirklich nur so als kleine Handtasche für abends oder für einen Stadtbummel und auch auf eine andere Art und Weise nähen. Man kann ja an die Bucket Bag auch unterschiedlich nähen. Also viele Wege führen immer nach Rom.
Und zum Beispiel auch eine Handytasche mit mehreren Reißverschlüssen und ja, so wie so ein Geldbeutel ist jetzt übertrieben, aber wo man halt, wenn man das Handy mitnimmt und einfach nur ein paar Karten und vielleicht noch ein bisschen Geld, dass man das nicht alles extra in der Handtasche macht, dass man sondern so ein kleines Täschchen hat. Sowas würde ich auch noch gerne machen. Also ihr seht schon, in auf meinem Blog ist wirklich schon viel notiert. Dann möchte ich noch meine Nähecke gerne umgestalten. Da habe ich schon so meine Ideen. Ich möchte mir da quasi, dass das Setup hinter mir alles ein bisschen mehr nach Nähen aussieht, anstatt so, und dass ich dadurch auch viel mehr Platz habe und es besser organisiert ist. Da würde ich euch dann natürlich auch gern mitnehmen, dass ihr das dann seht, wie ich mir das organisiere, wie ich mir das einräume. Und ja, dass dann hinter mir alles mehr nach Nähen aussieht und nicht nur so nach Wohnzimmer. Das habe ich noch vor. Und dann, ich werde wirklich viel angeschrieben und das freut mich immer total auf Facebook, auf Instagram und per E-Mail. Und ich persönlich bin wesentlich aktiver auf Instagram. Ich finde es viel leichter, viel kompakter, viel schneller, besser umzusetzen. Also ich kann dann einfach mit dem Handy ein Foto machen und zack ist es auf Instagram hochgeladen. Ich kann ein kleines Filmchen drehen und kann euch in den Instagram Stories, kann ich euch mit in den Stoffladen reinnehmen. Oder wenn ich wieder hier was Neues mache oder mir was aufgefallen ist, dann kann ich das, mein Kater kommt gerade rein. Na Leo? Dann kann ich euch auf Instagram einfach viel schneller mitnehmen. Na, pass mal auf, ich mache dir mal ein bisschen Platz hier. Und Facebook ist einfach viel zu träge und viel zu viele Informationen. Und dann ist mir, am Wochenende ist mir das passiert, jemand hat mir auf einen älteren Post, den ich auf Facebook gemacht habe, eine Frage gestellt und ich habe geantwortet und bin dann rausgegangen, weil ich habe ja auf Senden gedrückt und alles und gucke dann später nochmal rein. Keine Antwort von mir da, also musste ich nochmal beantworten. Und dann ist es auch schwierig, finde ich, auf Facebook zu sehen, wenn ihr mir was schreibt, dass ich dann die Nachricht bekomme. Das heißt, ich muss mich da immer durch zig Sachen durchklicken, bevor ich sehe, okay, das ist wieder neu, der hat mir geantwortet oder da ist eine Frage oder sowas. Er will schon wieder raus. Moment. Weißt auch nicht, was du willst, ha? Na geh. Und also ich bin noch auf Facebook, aber ich poste da halt nur, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Während ich auf Instagram halt auch poste, wenn ich was Neues genäht habe. Weil ich ja auch Sachen nähe, wo ich kein Video drüber drehe, weil ich Sachen ja auch doppelt und dreifach nähe, sondern weil ich was verschenken will oder weil mich jemand gefragt hat, ob ich was nähen kann. Oder wenn ich mal was Ausgefallenes koche oder wenn man mal auf der Terrasse sieht. Also dann auf Instagram zeige ich euch viel mehr aus meinem Leben. Und da gibt es natürlich auch noch viel mehr Katzen-Content als nur hier, weil da kann ich viel mehr festhalten und posten. Also nur, dass ihr, wenn ich auf Facebook nicht gleich antworte oder sowas, auf Instagram bin ich einfach viel häufiger unterwegs. Ihr müsst jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, ich habe doch den Facebook-Account, muss ich mir jetzt noch einen Instagram-Account machen? Nein, müsst ihr nicht, aber ihr erfahrt halt viel mehr auf Instagram über mich als auf Facebook. Ja, ich glaube, also von meiner Liste habe ich jetzt soweit alles abgearbeitet und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.